Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Comfy-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir den zweiten Fall abgeschlossen im Sittendezernat. Wir haben Eli Rooney festgenommen, einen Kinderschänder. Und haben den nächsten Fall. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Schon sehr nah anscheinend im Zentralrevier der Tatort, das Mordopfer. Tatort. 1 Uhr nachmittags bzw. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Oh Mann, ey. Das kann nicht angehen. Glaubst du selber nicht, ey. Das kann nicht angehen. Oh, for Christ's sake. Crothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. Freunde. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Kippe. Mann, darf ich mir jetzt wieder das Mordopfer anschauen? Wurde wieder verschleppt, anscheinend. May as well follow the trail. Soll ich der Spur mal nachgehen, bevor ich mir das Opfer angucke? Ich glaube, das tue ich mal. Vor allem, wie weit die verschleppt wurde. Okay, hier ist auch noch Blut. Hier ist Blut, hier ist Blut, hier ist Blut. Überall Blut. Bis hier, da. Da geht's weiter. Alter. Ist okay. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Ja, mache ich sowieso. Weil hier ist überall Blut. Moment. Schlüssel. Ein Schlüssel. House keys strung up like bait on a hook. Boah, Leute. Hier verarscht uns so hart jemand. So hart. Es ist der Obershit. Da liegt auch wieder was. Ein Brief? That's got to be a code or a cipher. 253. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Jetzt darf ich hier nochmal hoch. Ist klar, Alter. Was ist denn los mit dem Typen? Alter, ist so ein kranker Bastard hier. Was haben wir da? Mrs. A. Maldonado. Persönliche Gegenstände? Empty. Where is all of this meant to be taking us? Clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. You got a new M.O. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Und ich habe immer noch die Leiche angeguckt. Enameled and gold-plated. This was precious to her. The trail points up. Boah, Leute, Alter.
Das kann doch nicht angehen mittlerweile mehr, ne? Da blinkt was. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Jetzt lässt er die Beweise schon hier. Das ist definitiv ein Serienkiller. Wir werden hart verarscht. Richtig hart. Alter. Looks as though the killer was decorating with this. Was ein kranker Bastard. WTF. Los Angeles, Maldonado. Gültig bis 19. Mai. Son of a bitch wants her identified. What the fuck? Was ein kranker Typ. Gut, ich glaube, hier oben haben wir alles. Jetzt dürfen wir nochmal schön... Ich hätte erst die Leiche angucken sollen, ich weiß. Jetzt dürfen wir nochmal schön runter zum Tatort und uns die Leiche anschauen. Was ein Wichser. Wir lagen jedes Mal falsch. Hier spielt einer mit uns. Freunde, hier spielt einer mit uns. Ein richtig perfides Spiel. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle einig, oder? Dass wir hier hart verarscht werden. Okay, das ist Schwachsinn hier. Ich hoffe, wir haben auf dem Weg jetzt alles mitgenommen. Where are you taking us? Ja gut, das habe ich mir jetzt alles nicht angeguckt, das stimmt. Den hatten wir uns angeguckt, den Code. Wir müssen jetzt eh nochmal zum Tatort. Das hatten wir uns angeguckt. Das ist, glaube ich, unwichtig da. Ich glaube, sonst hatten wir uns alles bei der Spur angeguckt, oder? Da war noch was im Mülleimer. Ach, hör auf. Da ist tatsächlich noch was im Mülleimer. Ein Darmschuh. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Der fühlt sich sehr sicher, der Penner. Das ist anscheinend nur Müll. Sehr, sehr sicher fühlt sich der Penner. Haben wir hier noch was? Aha. Gott. Antonia. Antonia, it's a start. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen verkehrt gemacht, sag ich mal. Ein bisschen falsch rum. Aber das kann ja kein Mensch wissen, Mensch. Mensch. Kein Mensch wissen, Mensch. So, das haben wir. Das haben wir. Leiche. Oh Gott. Ach was. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Boah. Da fliegen schon die Fliegen rum. Die scheinen schon ein bisschen länger tot zu sein, oder? Schon wieder tot. Was ist das denn jetzt? Antonia, Stadtbücherei. 7. Juli 1926 geboren. She was only 21 years old. 21 Jahre. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Genau verkehrt rum. Wir arbeiten quasi von vorne nach hinten. Antonias Wohnsitz untersuchen. Ja, ich muss mir erstmal den Arm angucken. Ach, hör doch auf. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Alter, aber wie der abgerissen wurde. Ih, das ist der bloße Knochen da. Ist das ekelhaft. Oh. Küsst das Blut. Kiss the BD. blood. BD.
Black Dahlia. Good ones, Phelps. Das kann doch nicht The evidence in the angehen. Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered. Yeah. We know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Man, kann ich die Tasche da nicht... Can we discuss this later? So, haben wir jetzt alles hier? Ich glaube schon, oder? Haben wir noch nicht alles? Hör auf. Immer weg da, Rusty. Ich muss da mal hin. Was hast du da? Ach, nutzlos. You catch all the good ones, Phelps. Das stimmt. So, Rusty. I'm at a loss. Let's check that library card address. See where our dead lady comes from. Das denke ich auch. Okay, diese Spur. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber diese Spur mittlerweile hat mich davon echt überzeugt. Ich glaube, wir lagen in allen Fällen ganz schön daneben. Ich glaube, wir haben hier einen richtig perversen Fixer an der Backe. Ein Serienkiller. Antonias Wohnsitz. Na komm, Rusty, wo bist denn du? Da. Schön von vorne nach hinten gearbeitet. Whoa there! Gott, das machen wir ein bisschen fertig It was gerade. Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Bisschen komisch, der Rusty und seine Vorgehensweisen, wa? Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir da überhaupt in den ganzen Fällen das Richtige getan haben, Freunde. So, hier ist auch der Wohnsitz der Maldonados. Antonias Wohnsitz um 20 nach 1 fast. Am Mittag. Keine Tiere erlaubt. Okay. Vacations. Wait just a moment. Das hört sich aber nicht nach dem Ehemann an. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, Pension. detectives. Barbara It's his wife. LaPente. Pension, okay. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive.
And then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Hoch. Links. What are we waiting for? Ja. Ich gehe hoch. Ich weiß nicht, was du machst. Linke Seite. Letzte Tür. Okay. Einbruch. The smashed window explains why the place looks tossed. Eisenpfosten, zerbrochenes Fenster. Alter. Okay, ein Brief. Mrs. Maldonado, 712 North Hill Street, Los Angeles, Kalifornien. Was war denn das für ein Brief? Mrs. Antonia Isabel Maldonado. An die Pension. Ja, die Adresse. Antonia. Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie in diesem Schreiben blau, dass Ihr Gesuch an den oberen Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Prozesslistennummer, wird am 17. Dezember angehört werden. Okay, anscheinend hatte die irgendwelche Probleme. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft, bla bla, die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Meinen Erfahrungen nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesem den Ablauf positiv beeinflussen und wenn Ihr Ehemann am 17. September nicht erscheint, was Ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Mit freundlichen Grüßen, Frederick D. Tattersall. Okay, we have an address. Brief des Anwalts. Wollten die sich scheiden lassen? Schon wieder. Das gibt es doch echt nicht, ey. Ach, hör doch auf. Foto eines Charm Armbands. bracelet wasn't among the crime scene evidence. Das stimmt. Das stimmt sogar. Scheint so, als hätten wir hier alle Beweise. Oh Mann, Freunde der Sonne. Na, wer muss mal mit der Pensionsleiterin unterhalten, wa? We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, Detective. I'll do my best. Sehr schön. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife that served me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Okay. Das ist doch schon die Wahrheit, oder? Die guckt sehr gerade. Das kann nur die Wahrheit sein. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I've no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Na, warum schauen Sie weg? Gute Lady. Das ist aber nicht die Wahrheit. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. Werd aggressiv, She's okay. been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. You've had a break-in? No!
That can't be true. Oh doch. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? Ja, I have warum? no idea what you are talking about. Vor allem warum, oder? Warum? Tja, warum, wie erklärst du mir denn, wenn ihr keinen Einbruch hattet, wie erklärst du mir das? So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. I have a reputation to protect. Ist klar. Die denkt gerade nur an sich. Antonia and her Egoistisch. husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Das stimmt nicht. Das stimmt doch gar nicht, oder? Die hat doch noch so ein What about her Armband. bracelet? I don't know anything about a bracelet. Boah, Alter. Willst du mir auf den Sack gehen, oder was? In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we could check out the Eldorado bar. Ich glaube, wir fahren erst zu dieser Eldorado-Bar. Ich glaube, wir fahren erst zu dieser Eldorado-Bar. Was haltet ihr davon? Ich halte das für die richtige Entscheidung. Das, Freunde, machen wir dann aber erst im nächsten Part. Wir haben einen neuen Fall. A nosy old hag? Ah! And I thought I was coming on strong with the ex-wife's line. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth? Genau, das machen wir You aber don't erst think in... it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Ganz Unrecht hat er nicht. Ja, sehr, sehr komische Zusammenhänge in diesen ganzen Fällen. Ich glaube mittlerweile echt, dass wir große Fehler gemacht haben in den Fällen zuvor, weil diese Blutspur mit den ganzen Hinweisen, das ist ein ganz schön perfides Spiel, was hier mit uns getrieben wird. Ich hoffe, wir kriegen diesen Penner. Und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Und das sehen wir dann aber auch erst im nächsten Part, Freunde. Also bis dahin, macht's gut, haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, bis dahin, ciao.